Lena, ich habe eine Frage. Was denn? Was ist eigentlich eine Steuererklärung? Eine Steuererklärung? Damit erklärst du dem Finanzamt dein Einkommen und wichtige Ausgaben für ein Jahr. Aber mein Arbeitgeber schickt doch schon Informationen an das Finanzamt. Ja, trotzdem kann am Ende etwas anders herauskommen. Anders? Vielleicht hast du zu viel Steuer gezahlt und bekommst Geld zurück. Geld zurück? Vielleicht. Es kann aber auch sein, dass du nichts zurückbekommst oder sogar nachzahlen musst. Ah, also nicht automatisch ein Geschenk vom Finanzamt. Leider nicht. Aber wenn du verstehst, wie es funktioniert, ist es viel weniger kompliziert. Okay, ganz von Anfang. Ganz von Anfang. Jonas, weißt du, was Steuern sind? Ich sehe jeden Monat etwas auf meiner Gehaltsabrechnung. Lohnsteuer. Genau. Wenn du angestellt bist, behält dein Arbeitgeber die Lohnsteuer meistens direkt von deinem Gehalt ein. Also bevor das Geld auf mein Konto kommt? Genau. Du bekommst dein Nettogehalt. Ein Teil wurde vorher schon für Steuern und Sozialversicherung abgezogen. Und die Steuererklärung? Mit der Steuererklärung schaut das Finanzamt auf das ganze Jahr. Wie viel hast du verdient? Welche wichtigen Ausgaben hattest du? Wie viel Steuer ist für dieses Jahr richtig? Was ist eine Steuererklärung? Das kannst du so fragen. Und die einfache Antwort ist, eine Steuererklärung ist die Erklärung deiner Einkommen und wichtigen Ausgaben für ein Jahr. Und danach bekomme ich ein Ergebnis? Genau. Das Ergebnis heißt Steuerbescheid. Bekomme ich Geld zurück oder muss ich nachzahlen? Genau diese Frage beantwortet später der Steuerbescheid. Okay, Geld zurück wäre schöner. Natürlich. Aber zuerst machen wir es richtig. Jetzt kommt eine sehr wichtige Frage. Musst du überhaupt eine Steuererklärung machen? Muss ich? Nicht immer. Für manche Menschen ist sie freiwillig, für andere ist sie Pflicht. Muss ich eine Steuererklärung machen? Sehr gut. Wann ist sie oft freiwillig? Wenn du als Arbeitnehmer nur einen normalen Job hast und keine besonderen Situationen dazukommen, kann sie freiwillig sein. Und warum sollte ich sie dann freiwillig machen? Weil du vielleicht berufliche Ausgaben hattest, die noch nicht berücksichtigt wurden. Dann kann sich eine Steuererklärung lohnen. Kann, nicht garantiert. Genau, kann. Ist meine Steuererklärung freiwillig oder Pflicht? Sehr wichtige Frage. Und wann kann sie Pflicht sein? Zum Beispiel, wenn du gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern gearbeitet hast und dabei Steuerklasse 6 hattest. Oder wenn du selbstständig Geld verdient hast. Oder wenn du bestimmte Leistungen bekommen hast, zum Beispiel Arbeitslosengeld, Elterngeld oder Kurzarbeitergeld. Oder wenn das Finanzamt dich ausdrücklich auffordert. Also nicht einfach raten. Genau, im eigenen Fall immer prüfen. Muss ich in meinem Fall eine Steuererklärung abgeben? Für Fragen zum Ablauf kannst du beim Finanzamt nachfragen. Für deinen persönlichen Steuerfall kann professionelle Beratung sinnvoll sein. Okay, Jonas, du möchtest eine Steuererklärung machen. Was brauchst du? Einen riesigen Ordner? Nicht unbedingt. Für einen einfachen Fall brauchst du zuerst ein paar wichtige Informationen. Was zum Beispiel? Deine Lohnsteuerbescheinigung. Lohnsteuerbescheinigung. Das ist ein Dokument von deinem Arbeitgeber. Dort steht, wie viel Arbeitslohn du im Jahr bekommen hast und wie viel Lohnsteuer einbehalten wurde. Wo bekomme ich meine Lohnsteuerbescheinigung? Dein Arbeitgeber stellt sie dir normalerweise nach dem Ende des Jahres zur Verfügung. Und was brauche ich noch? Deine Steueridentifikationsnummer. Oft sagt man einfach Steuer-ID. Wo finde ich meine Steuer-ID? Zum Beispiel auf deiner Lohnsteuerbescheinigung oder auf dem Schreiben vom Bundeszentralamt für Steuern. Ist das meine Steuernummer? Nein, das ist wichtig. Steuer-ID und Steuernummer sind nicht dasselbe. Ist die Steuer-ID dasselbe wie die Steuernummer? Nein, die Steuer-ID ist deine persönliche Identifikationsnummer. Sie bleibt normalerweise dein ganzes Leben gleich. Und die Steuernummer? Die bekommst du vom Finanzamt für bestimmte steuerliche Vorgänge. Sie kann sich ändern, zum Beispiel wenn ein anderes Finanzamt zuständig wird. Und wenn ich meine Steuer-ID verloren habe? Ich habe meine Steuer-ID verloren. Was kann ich tun?
Dann kannst du dir die Steuer-ID erneut mitteilen lassen. Die Nummer selbst bleibt gleich. Gut, nicht noch eine neue Nummer. Nein, eine reicht völlig. Und Belege? Welche Belege muss ich aufbewahren? Zum Beispiel Rechnungen oder Nachweise für Kosten, die du in der Steuererklärung angibst. Auch wenn du sie nicht sofort senden musst, gut aufbewahren. Jetzt die praktische Frage. Wie machst du die Steuererklärung? Mit einem Papierformular? Das ist in manchen Fällen möglich. Viele Menschen machen es heute aber online. Wo? Über Mein Elster. Das ist das kostenlose offizielle Online-Portal der Finanzverwaltung. Kann ich die Steuererklärung online machen? Ja, über Mein Elster kannst du Formulare online ausfüllen und senden. Kann ich mein Elster benutzen? Ja, du brauchst dafür ein Benutzerkonto. Und ist das einfach? Es kommt auf deinen Fall an. Für manche einfachen Fälle gibt es auch einfach Elster Plus. Das führt Schritt für Schritt durch die Erklärung. Also einfach, wenn mein Fall einfach ist. Genau. Wenn dein Fall komplizierter ist, brauchst du vielleicht mehr Hilfe. Das klingt fair. Jonas, jetzt kommt der Teil, den viele interessant finden. Jetzt kommt das Geld zurück? Vielleicht. Jetzt kommen zuerst die Ausgaben. Welche Ausgaben? Bestimmte berufliche Kosten kannst du in der Steuererklärung angeben. Man nennt sie oft Werbungskosten. Werbungskosten? Hat das etwas mit Werbung zu tun? Nein, das Wort ist verwirrend. Es bedeutet hier Kosten, die mit deiner Arbeit zusammenhängen. Kann ich diese Kosten in der Steuererklärung angeben? Das ist eine gute Frage, denn nicht jede Ausgabe wird automatisch anerkannt. Zum Beispiel Fahrtkosten? Kann ich Fahrtkosten zur Arbeit angeben? Ja, für den einfachen Weg zwischen deiner Wohnung und deiner ersten Arbeitsstelle gibt es die Entfernungspauschale. Einfacher Weg heißt nur hin? Genau, nicht hin und zurück. Und das gilt grundsätzlich auch, wenn du mit Bus oder Bahn fährst. Gut zu wissen. Auch Arbeitsmittel können wichtig sein. Zum Beispiel mein Computer? Kann ich meinen Computer beruflich angeben? Wenn du ihn beruflich nutzt, kannst du den beruflichen Anteil angeben. Und wenn ich ihn auch privat benutze? Dann ist eben nur der berufliche Teil relevant. Was noch? Zum Beispiel Fachbücher oder berufliche Fortbildungen. Kann ich meine Fortbildungskosten angeben? Wenn die Fortbildung mit deiner Arbeit zusammenhängt, kann das möglich sein. Und Kleidung für die Arbeit? Vorsicht! Normale Kleidung ist meistens privat. Typische Berufskleidung kann etwas anderes sein. Also nicht einfach meine Jacke angeben, weil ich sie zur Arbeit getragen habe. Genau, so einfach ist es leider nicht. Und mein Deutschkurs? Ein allgemeiner Deutschkurs ist nicht automatisch absetzbar. Wenn ein Sprachkurs konkret beruflich notwendig ist, kann das anders sein. Das musst du im eigenen Fall prüfen. Okay, Belege sammeln, aber nichts einfach behaupten. Perfekt. Jetzt ein Wort, das in Deutschland immer wichtig ist. Frist. Natürlich, wieder eine Frist. Natürlich. Bis wann muss ich die Steuererklärung abgeben? Das hängt davon ab, ob deine Steuererklärung freiwillig ist oder ob du sie abgeben musst. Ein Beispiel? Wenn du verpflichtet bist, eine Steuererklärung für das Jahr 2025 abzugeben und du sie ohne Steuerberater machst, ist die normale Frist der 31. Juli 2026. Also, Jahr 2025, Frist im Jahr 2026. Genau, immer für das vorherige Jahr. Und wenn meine Erklärung freiwillig ist? Dann hast du normalerweise deutlich länger Zeit. Und wenn ich die Pflichtfrist nicht schaffe, kann ich eine Fristverlängerung beantragen? Das kannst du fragen. Aber wichtig, kümmere dich darum, bevor die Frist vorbei ist. Nicht am letzten Abend in Panik geraten. Das ist ein sehr guter Plan. Du hast deine Steuererklärung abgeschickt. Dann wartest du auf den Steuerbescheid. Das Ergebnis. Genau. Im Steuerbescheid steht, wie das Finanzamt gerechnet hat und ob du Geld zurückbekommst oder nachzahlen musst. Wann bekomme ich meinen Steuerbescheid? Das kann unterschiedlich lange dauern. Manchmal einige Wochen, manchmal länger. Und wenn ich den Brief bekomme und nichts verstehe? Ich verstehe meinen Steuerbescheid nicht.
Dann liest du zuerst Ergebnis, Erklärung, Frist. Und wenn ich glaube, dass etwas falsch ist, wie kann ich Einspruch einlegen? Ein Einspruch bedeutet, du sagst offiziell, dass du mit dem Steuerbescheid nicht einverstanden bist. Wie viel Zeit habe ich? Meistens einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids. Bekanntgabe? Das bedeutet, der Bescheid wurde dir offiziell mitgeteilt. Lies dafür immer die Rechtsbehelfsbelehrung im Steuerbescheid. Und wie mache ich den Einspruch? Zum Beispiel schriftlich oder elektronisch über Elster. Also nicht einfach warten und hoffen. Nein, wenn etwas falsch aussieht, schnell prüfen und rechtzeitig handeln. So, Jonas, lass uns alles kurz wiederholen. Eine Steuererklärung erklärt mein Einkommen und wichtige Ausgaben für ein Jahr. Genau, Ich bekomme vielleicht Geld zurück, vielleicht muss ich aber auch nachzahlen. richtig. Ob ich sie machen muss, hängt von meiner Situation ab. Freiwillig oder verpflichtend. Ich brauche meine Lohnsteuerbescheinigung und meine Steuer-ID. Und du weißt jetzt, Steuer-ID und Steuernummer sind nicht dasselbe. Ich kann mein Elster benutzen. Oder bei einem komplizierten Fall Hilfe suchen. Ich kann berufliche Kosten prüfen. Fahrtkosten, Arbeitsmittel, Fortbildungen. Aber nur, wenn sie wirklich passen. Und am Ende kommt der Steuerbescheid. Mit Ergebnis und Frist. Und wenn etwas falsch ist, Einspruch prüfen. Rechtzeitig, genau. Lena, ich habe noch eine letzte Frage. Was denn? Warum klingt das alles so kompliziert? Weil Steuern viele Regeln haben und viele lange Wörter. Lohnsteuerbescheinigung, Steueridentifikationsnummer. Entfernungspauschale. Einspruchsfrist. Okay, ich nehme alles zurück. Das sind wirklich lange Wörter. Aber weißt du was? Du musst nicht alle Regeln auswendig kennen. Was muss ich wissen? 3 Dinge. Erstens, muss ich eine Steuererklärung machen? Zweitens, welche echten Kosten kann ich angeben? Drittens, was steht am Ende im Steuerbescheid? Pflicht, Kosten, Bescheid. Genau. Pflicht, Kosten, Bescheid. Und vielleicht Geld zurück. Vielleicht Geld zurück. Das reicht mir als Motivation. Wenn dir die Folge geholfen hat, abonniere den Kanal, lass ein Like da und schreib uns in die Kommentare. Hast du schon einmal eine Steuererklärung in Deutschland gemacht? Bis zum nächsten Mal. Tschüss!